Hallo und willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru und Dankeschön wie immer meinen lieben Mitgliedern auf YouTube, die mich fleißig supporten, nämlich die Micha1307, NCO Music und Lion879. Macht weiter so. Und danke natürlich auf jeden Fall, jeden, der mich auf YouTube, Twitch oder Kick unterstützt. Dankeschön dafür. Wir starten durch ins Video. Viel Spaß! Ja, Freunde, es ist Crime Time wieder auf Peru Plays und ich habe einen richtigen Klassiker ausgekramt, der einfach immer und immer wieder schön ist, nämlich von Rockstar Games LA Noir. Und die Kollegen werden erstmal so ein bisschen die Vertretung für Sherlock Holmes antreten, da machen wir mal ein bisschen Pause. Wir begeben uns jetzt ins Amerika, nach Los Angeles im Jahre 1947, da spielt das Ganze. Das Ganze wird also ziemlich oldschool und ziemlich cool. Ja, wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Like, Follow oder Abo da, würde mich freuen. Wir starten rein. Viel Spaß. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Junge, was für ein Intro, ne? Da wollte ich jetzt auch nicht reinlabern. Ist zu schön. Los geht's mit dem Tod im Spiegel. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Okay, und da kommen wir das erste Mal ins Spiel. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Ach, ich liebe diese Oldtimer. Ihr wisst das, ich liebe sowas. Tatort in einer Gasse. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got I'm outta places here. to be. Happy hunting. Okay, wir dürfen also die Reste hier
aufputzen This is a sozusagen. fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Okay, wir untersuchen den Schauplatz. Mal sehen, ob wir was finden. Ja, man mag es kaum glauben, Leute, aber es ist so. Das Spiel ist schon 13 Jahre alt. Erschienen am 17. Mai 2011. So, hat er was gefunden hier, der Kollege? It's not my job to pick through other people's trash. Warte, auf Objekte in der Nähe, die man untersuchen kann, wird mit einem akustischen Signal oder einem Lupensignal Symbol hingewiesen. Wo ist denn das jetzt? Da hat es doch eben gerade vibriert. Warte mal. Hallo? Da war doch was. Ah! Okay. help us. Cole, come take a look at this. Aber immerhin können wir ja was aufheben. Okay. Suchen wir weiter nach Beweisen. Hier muss irgendwas sein. Hier ist jemand erschossen worden. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Okay, das sieht ziemlich We're ekelhaft never gonna aus. find it. It's a waste of time. Ugh. Neuer Hinweis. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Okay, aber da muss noch mehr sein. Mülleimer? Immer beliebter Ablageort? Was ist das? Was? Ist es eine Spiegelung oder? There's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Ja, Looks das like it ist might eine be our Spiegelung. weapon. I'm Okay. gonna see if I can find a way up there. All Okay, right. wir Don't müssen hurt aufs Dach. yourself. Okay. Dann sehen wir mal, wie wir da hochkommen. So, warte mal. Wo ist das? Da. Okay. Da muss es hier gegenüber irgendwo sein. Irgendwas muss es hier geben. Eine Leiter, ein Rohr, irgendwas. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Da wäre doch ein Rohr. Ah, hier. Beweg dich auf ein Abflussrohr zu, um dich hochzubewegen. Jawohl. Geht doch. What kind of Officer bei chumps der do these Arbeit. homicide guys think we are? Da liegt sie. Und spiegelt sich wunderbar in der Scheibe drüben. Okay. Wieso kann ich sie nicht aufheben? Moment. Doch, jetzt. Doing, Okay. Cole? Smith & Wesson, Found it yet? serial S71893. Ah, eine Nummer haben wir auch noch. Alle 2 Patronen. rounds fired. Ah, And okay. instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Okay. Also die Seriennummer haben wir auf jeden Fall. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ich glaube, wir finden hier oben nicht mehr. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Ja, Could show some genau. initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Okay, dann prüfen wir doch mal die Waffe, würde ich sagen. So ein bisschen Initiative kann ja nicht schlecht sein. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Was ich an L.A. Noir liebe, ist diese Mischung aus Detektivarbeit und auch ein bisschen Action. Also ich kann es auch heute jedem empfehlen. Ist öfter mal im Angebot. Leute, wer auf sowas steht, gönnt euch. Ja, es ist wirklich richtig nice.
Kann ich eigentlich auch laufen? Hier ist er von vorne. Noch nicht jedenfalls. Oder hier irgendwas? Ah, hier, da ist er. Okay. So, Tatort in Gasse. Jetzt wollen wir zum Waffenladen. 367. South Central Avenue. Waffen- und Munitionsverkauf Downtown. Unser nächstes Ziel. Hier ist das Navigieren übrigens nicht ganz so einfach. Ist jetzt nicht wie bei GTA, wo die gerade Durchgangslinie gezeigt wird, sondern hier müssen wir uns den Weg selber durchwuseln. Ich überlege jetzt gerade, ob wir jetzt hier schon abbiegen oder die nächste erst. Warte mal. Fahren wir mal eine weiter. Das wollte ich jetzt gar nicht. Entschuldigung. Aber trotzdem haben wir es eilig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt mit der Route nicht verschätzt. Sonst müssen wir einen kleinen Umweg fahren. Ah, ich liebe diese Oldtimer. Ich liebe sie. Das sind auch ein paar schöne Sachen auf der Straße unterwegs, so. Ja, ist doch länger als ich dachte, die Strecke. Das, machen wir ein bisschen Gas hier. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfranst. Wir fahren jetzt mal hier rum. Und an der nächsten rechts. Ja, da sind wir auf dem richtigen Kurs wieder. So, wo ist jetzt der Waffenladen? Central Guns, da ist er. Dann wenden wir doch mal elegant. Da ist er. We sell ammo. Jawohl. So. Mal ganz kurz in mein wunderbares Handbuch, Taschenbuch gucken. Personen. Scooter Putin. Männliches Mordopfer schwarz. 2 Schüsse aus nächster Nähe. So, jetzt haben wir nicht allzu viele Beweise. Wir haben den Blutfleck und den Smith & Wesson Revolver. Da haben wir immerhin die Seriennummer. Okay. Was haben wir noch? Mordverdächtiger. Zeugenbeschreibung eines großen weißen Mannes. Und Detective Lloyd Rose. Ermittler der Mordkommission als erster am Tatort. Okay. So, schauen wir mal kurz. Eine Schießerei mit Verletzten bei Six und Industrial, dem Lagerhausbezirk am Fluss. Die Zentrale hat 16 William geschickt, um dort nach Beweisen zu suchen. 16 William ist ein Detectivewagen der Central Division. Die Mordkommission ist vor Ort. Sie müssen in einer Sackgasse stecken, sonst würden sie das nie weitergeben. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns an die Arbeit und schnacken mal mit dem Chef hier. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No,
I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Ah, er hat ein Auftragsbuch. Das ist natürlich geil. Warte mal. Moment. Jetzt lass mal kurz, ich brauche mal die Seriennummer schnell. Wo sind meine Dingens? Beweise. Moment. Aufgaben. Intuition. Oh, du erhältst Intuitionspunkte, wenn du Erfahrung und Ränge erlangst. Setze die Intuitionspunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich Hints. Aber ich wollte jetzt eigentlich die Nummer von der Waffe haben. Naja, okay. Jetzt gehen wir erstmal Model ins 27 Buch with rein. pearl grips, Cole. You see it on there? Modell 27 mit Perlmuttgriff. So, Moment. 27. Perlmuttgriff. 27. 10er Lauf, poliertes Nickel, Perlmuttgriff. Errol Schröder. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, nee, ist klar. Okay. Wir haben einen Namen. Wir haben einen Verdächtigen. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. So, nächstes Ziel. Schröders Apartment in 203 South Glass Street. Okay. Let's do this. Ah, diese Musik dazu. Das sind halt so die alten Krimi-Schinken, die man damals so mit den Eltern noch geguckt hat. Jetzt ohne Scheiß. Da kommen Erinnerungen hoch. So, ich schaue jetzt gerade, wie wir am dümmsten fahren. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ah, jetzt sind wir genau die Rush Hour gelandet, ne? Ach, alles dicht hier. Aber wir machen jetzt auch keinen großen Terz. Ich mache jetzt auch keine Sirene an. Wir wollen ja niemanden verschrecken, nicht wahr? Was schade ist, dass man sich hier nicht in der Ego-Perspektive an der Steuer von so einem Oldtimer setzen kann. Das ist richtig schade. Ja, nächste links müsste passen. Aber der Stau hier geht mir ganz schön auf den Keks. Ist doch so eine Seitenstraße, ne? Junge, Junge. Warte mal.
Ja, ohne Navi mit Linienführung ist das natürlich eine ganz andere Kiste hier. Man ist da viel zu verwöhnt von GTA, ne? Das ist einfach so. Okay. Wo ist die Bude? Müsste ja hier auf der Seite sein. Oder auf der Ecke. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also wir müssen hier ja auf Türen achten mit goldenem Handgriff. Nur da kommen wir rein. Ah, das Ex-Gebäude ist es. Okay. Schröders Apartment. Okay, Freunde. Es wird Zeit, die Sache in die Hand zu nehmen. Was macht mein Kollege? Urlaub oder so? Kein Bock? Fehlende Motivation? Was ist da los? Okay, dann gucken wir mal. Schröder. Jawohl. Genau, Apartment 2. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Tatütata, die Polizei ist da. So, da sind wir. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Ja, mal ein bisschen reden, ne? You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Wetten nicht. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Alter! You ready, tough guy? Huh? Ah! Quit prancing around Ich and hit muss me. da noch kurz üben. Böser Kopfnuss, böse Kopfnuss. Ralph, you all right? I'm fine. I Hui. hardly felt it. Da geht's ab. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on Okay, him, Ralph. Apartment Gotta take a durchsuchen, look das machen around. wir. Ja, und irgendwo ist meine Mütze noch hier. Hallo? Kann wohl nicht sein. Dankeschön. So, guck mal, er setzt sie sogar selber wieder auf. Nett. So, wir gucken mal in die Schublade hier. Okay, was haben wir hier? Was ist das? R.T. Rosenberg, Summers, 9464. Was? 9464? Was sind das für Zahlenkombinationen? Telefonnummern sind das nicht, oder? Dolby? Floyd Rose, da steht er. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. Floyd Rose, war das Leave nicht the der book where you Detective, found der it. zuerst am Tatort war? Officer Phelps, badge 1247, requesting. Das ist jetzt merkwürdig. Wir müssen gleich mal in die Aufzeichnung gucken. Oh ja, der gute Phelps ist übrigens Kriegsveteran. Wir kriegen immer so ein bisschen Erinnerung aus seiner Kriegszeit mit. Das ist die erste. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Yo. Sergeant, but Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some ganz people bitter. don't seem to want to get on this bus. didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking Junge, country in ist the der schräg drauf. USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names?
Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Jo, klare Ansage, ne? Würde ich mal sagen. Okay, der nächste Fall. Bewaffnet Well, you und picked the right gefährlich. place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Das Adam on. klingt nach Ärger. Auf geht's. Banküberfall. Ah, da stehen schon die Wagen. Ja, ja. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Yo. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... copper. Stay down. Ah. Mist. I got you. Wo ist er denn jetzt? Yes. So gehört sich das. Was haben die immer mit meiner Mütze? Verdammt nochmal. That's it. Okay. We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Okay. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Wir mussten Ralph. doch nicht mal rein. Hallo? Gute Arbeit. Glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Noch mehr Erinnerungen. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Und schon der nächste. Phelps and Jack Kelso. Offene Haftbefehle. With some people, it's as simple as chemistry. Was ich gut finde, ist es so in Episoden aufgeteilt. Das heißt, man kann auch mal Pause machen, ne, und dann die nächste Episode weiterspielen. Ist cool. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole.
Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers, stop! LAPD! You can go screw yourself. Oh, jetzt geht das erste Mal das Rennen hier los. Das ist der Moment, vor dem ich mich befürchtet habe. He's hiding in the alley! Wow, das war knapp. Der Müllwagen, Leute. Bowers, hold it right there! Stop now or Echt jetzt? I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. You don't want to do this, Wendell. Junge, der will es wirklich wissen, ne? Der will es wirklich wissen. Staying the hell away from me. Nee. Alter, im Ernst? You gotta be kidding. You fucking asked for it. Junge. Going back inside. Ja, natürlich gehst du in den Knast, mein Freund. Aber sowas. Uah. My time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Ein Glück, dass der Phelps so gut durchtrainiert ist. Alter! Im Ernst? Looks like we've got the place to ourselves. Come on then, pretty boy. Ich kann nicht drücken. Wieso kann ich nicht drücken? Warte mal. You're persistent. Give it up, Wendell. Jetzt. Wieso ging das eben nicht? Ich konnte eben nicht schlagen. Okay, jetzt aber. Jetzt gibt's auf den Backen hier. Na? Yes. So geht das. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. Kann es irgendwie sein, dass ich immer die Hauptarbeit hier mache und unser Kollege, naja, ich weiß nicht, du. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Oh, das kam nicht gut an. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Oh, Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Okay, die sind keine besten Freunde mehr geworden. Eieieiei. Kauf auf eigene Gefahr. Klingt gut. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. Okay, das war offensichtlich ja jetzt nur das Intro für uns sozusagen. Ne, so ein bisschen warm laufen. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Okay, müssen wir uns ein bisschen beeilen, bevor die Mordkommission uns den Fall abnimmt hier. Okay, fangen wir mit der Leiche an. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Okay, untersuche den Kopf und die Arme. Das machen wir mal zuerst. Da scheint nichts Auffälliges zu sein.
Arme. Was haben wir da? Ja, schlappert, bewegt sich nicht, ist tot. Was haben wir denn da? Bank of Arcadia, 1412 West 3rd Street. Was? Perlenohrringe, Verkaufspreis. Okay, da hat jemand eingekauft. Eine Menge eingekauft. Ratenzahlungsbeleg. Wenn die Ware nicht bis zum 20.01.47 vollständig bezahlt und abgeholt wird, geht sie zurück ins Lager. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. All right, all right. Yes, it's a dead person. So, andere Seite. Da scheint nichts weiter zu sein. Okay. Wir müssen mal gucken, ob hier irgendwo... Jetzt muss ja auch eine Tatwaffe irgendwo sein. Und gerade sage ich es noch, der Mülleimer sind immer so typische Verstecke, wollte ich gerade sagen. Cops. Gotta be something big, right? FN Browning. Ah. 01138. Da haben wir auch noch I need die to run by Serien. gun store. Okay. Gun store's a couple blocks from here. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Haben wir sonst noch was hier rum? Was ist das? Patronhülsen. Shell casings. These look like 32s. Okay. Damit kann man arbeiten. Sonst noch was? Nee. Okay. Haben wir Augenzeugen oder irgendwas? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. I want to see. Excuse me, officer. I want to see. Also haben wir noch eine Zeugin. Okay. Im Laden. Die ist da reingewetzt. Dann gehen wir da auch mal rein. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. Ja, ja. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ja, und das ist das Besondere an diesem Spiel, die Verhörsituation. Damals war also diese Gesichtstechnik, die Darstellung der Gesichter, damit du Emotionen und Reaktionen sehen kannst, revolutionär. Finde ich immer noch fantastisch heute. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Okay. Clovis Galleta. Mal sehen, ob wir die nette Tour machen können, ne? Ja. So, Galletta, taucht dieser Name irgendwo auf? Warte mal. Was? Fragen stehen auf der rechten Seite. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. Ja, wir müssen beurteilen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Also das wird nicht leicht. Wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, wähle beschuldigen. Um einen Zeugen der Lüge zu beschuldigen, musst du einen Beweis vorlegen. Drücke Dreieck, um den Zeugen der Lüge zu beschuldigen. Guter Kopf, böser Kopf. Wir sollen beschuldigen. Dann machen wir mal. Miss Galletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Wähle Ratenzahlung. Das wollte ich tatsächlich gerade wählen. Your pearl earrings, Miss Galletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God.
I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Okay. Möglicher Mordverdächtiger. Wir können die Person nebenbei immer beobachten. Die guckt immer so zur Seite. Ich traue dir irgendwie nicht. So. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Wenn du glaubst, dass eine Zeugin die Wahrheit sagt, wähle guter Cop. Guter Cop. Machen wir guten Cop. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly close together. Ich glaube, so viele Patronenhülsen haben wir auch gefunden, 5. oder? 5? Okay. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. Die hat ihn sogar He kept firing the gesehen. gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. So, wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, du es aber nicht beweisen kannst, wähle böser Cop. Okay, das spielen wir mal durch. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault he has Schwieriges nice Thema, Leute. things. Schwieriges Thema. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Okay, Rang 1, jawohl, Rang 2. Never mind. Yes, officer. Also haben wir I'll die make a ersten statement. Intuitionspunkte bekommen, die uns Hinweise geben. So, okay. Nur auf den Punkt hin, dass wir was übersehen haben. Was ist das? Da war doch was. Schuhe. Helfen die uns weiter? Wahrscheinlich nicht, oder? Irrelevant. Ja, dachte ich mir. Aber schöne Schuhe. Passt schon. Na, okay, ich glaube, hier finden wir auch jetzt nichts weiter. Okay. Wir haben eine Zeugenaussage, beziehungsweise 2. Eines Augenzeugen. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, wir denken beide dasselbe. Das nehmen wir doch mal selber in die Hand. Ja, geht doch nichts über die richtige Motivation bei der Arbeit, ne? Ab geht's. Junge, wenn man es nochmal eilig hat. Kerle. So, wir fahren jetzt mal direkt dahin hier. Ich habe mich mal kurzfristig umentschieden hier. Ah, die fahren sich im Stiefel hier. Das reizt.
Sirene an, Feuer frei. So. Jetzt müssten wir aber auch gleich da sein. Ist doch hier, oder nicht? Ah. Müsste ein Juwelier sein, irgendwas? Warte mal. Da ist er doch. Waffenladen? Ja, okay. Ach so, wir wollten ja beim Waffenladen vorbeischauen. Da hat er sich das gemerkt. Okay. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Will Dann so. Dann We doch need you to so. trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu. Natürlich, Kalu. Der nächste Thing looks Hinweis. like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Und okay, ich würde mal sagen, neuer Hinweis, Mordwaffe gewartet. Da würde ich mal sagen, schnappen wir uns den Kerl. Jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, das Ziel festlegen. Warte mal. Ich muss jetzt zum Juwelier, hallo. Irgendein Hinweis auf der Karte, wieso markiert er mir das nicht? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Warte mal. Ich kann auch keine Intuition nutzen hier. Ich kann jetzt keine Aufgabe auswählen. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Warte mal. Was machen wir denn jetzt? Guck mal, da kommt eine Straßenbahn. Wie geil. Ist das nicht geil? Leute, ist das nicht geil? Ich habe jetzt aktuell gar keinen Plan. Ich habe mich hier total verfahren. Aber das ist geil. Ja, gibt's denn das? So, jetzt, Leute. Schwere Geburt. Aber, wir haben mal die Straßenbahn gesehen. Das war es mir wert. Okay, Spannungsmusik bitte. Wir haben ein Verbrechen aufzuklären. Weg. Ja, wir können ja leider auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen. Okay. Zeit zu reden. Officer, can I interest you in a new watch? Nein. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Der go, go! kleine Arsch will mich verkohlen. Im Ernst? Kalu, get back here! Alter, auf die verliere ich die nicht aus dem Auge hier.
Too late, Kalu! Echt jetzt? Der ist doch gar nicht tot. Ich habe den nur ein bisschen angeschossen. Menno. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Ja, nee, ist klar. Ich trau dir nicht, mein Freund. Du bist doch Kalu. Go, go! Kalu, get back here! She wants a 5-star. Goddamn. There he is, officer. Too late, Kalu! If you were twice as smart, you'd still be stupid. Kann ich ihn niederreißen? Ah. Don't make it worse, Kalu! There he is. See him? Machen wir jetzt hier schlapp? Wieso macht der Kalu Strecke hier vor uns? Gibt's doch wohl nicht. Junge. Mein Gott, was für eine Aktion. You're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, Junge. and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? Oh, ja, Vernehmung, You're okay. asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Na, das werden wir Good sehen. man. Ich glaub da noch nicht so You dran. need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Ein Quäntchen How are Gewalt you feeling, entzückt. lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Okay. Ich gebe dir Has mal my gut lawyer aussehen. arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. So, jetzt kommen wir müssen jetzt mal weiter. Wir müssen jetzt ja mal hier das Verhör zum Ende bringen. Das kann ja wohl nicht sein. So, beschuldigen, zack. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. So, also, Ratenzahlungsbeleg, nein. Pistole, nein. Verdächtige Person identifiziert. We know all about the argument. Richtig. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Oh oh.
Fragen. Mögliches religiöses Motiv. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Uah. Was können wir dazu sagen? You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Junge, der ist da You drauf. sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. I'm Yes. charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I Fall respect your gelöst. beliefs and your right Fuck. to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Amen. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. Oha, da winkt eine Beförderung. Okay, Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Freunde, ja, das war LA Noir. Wenn ihr Bock habt auf ein Wiedersehen, lasst es mir mal wissen. Schreibt in die Kommentare gerne rein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich nicht vergessen, lasst auch gerne ein Like, Follow oder Abo da. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ne? Ansonsten sage ich erstmal Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Tschüssikowski.